Heute gehen wir auf einen Bericht ein, wo skurrile Fragen deutscher Touristen wiedergegeben werden. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute werden wir uns mal die Seite meinwarschau.com anschauen und der Anthony ist Betreiber der Seite und er ist auch zugleich Reiseführer in Warschau und ja, da erlebt er auch das ein oder andere, wo er dann darüber in seinem Blog berichtet. Und ja, heute schauen wir uns mal die skurrilen Fragen an, die er von Touristen kriegt, und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit bei mir auf meinem Bildschirm. So, hier haben wir die Seite meinwarschau.com. Den Link zu der Seite packe ich euch später auch nochmal in der Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch den ganzen Bericht und weiteres selber nochmal anschauen. Hier haben wir auch den Anthony, das ist auch der Betreiber der Seite, wie ich schon gerade erwähnt habe, und der macht auch zugleich die Stadtführungen durch Warschau. Irgendwo könnt ihr auch hier seine Touren buchen. Ich vermute mal hier unter Angebote, denke ich mal. Geht einfach mal drauf, schaut euch das alles an und genau. Ja, das ist jetzt hier auch der Bericht. Der ist schon 2 Jahre alt. Ich denke, das stört aber nicht, einmal mal drüber zu schauen, was für skurrile Fragen hier gestellt werden. Und ja, ich beschreibe einfach mal ganz kurz, was hier so drin steht. Also hier beschreibt der Anthony, dass im Jahr 2019 circa 3 Millionen Touristen Warschau besucht haben. 10% waren oder circa 10% waren Deutsche davon. Von diesen 10% durfte er 6000 Menschen seine Wahlheimat Warschau vorstellen. Und davon gibt es immer dieses 1%, welche halt diese skurrilen Fragen stellt. Und auf die gehen wir jetzt auch ein. So, hier haben wir jetzt auch schon die erste Frage. Ich muss sagen, bei einigen musste ich auch so ein bisschen schmunzeln. Haben Wehrmachtssoldaten den Kulturpalast aufgebaut? Der Wissenschafts- und Kulturpalast ist bis dato das höchste Gebäude in Polen. Es wird 1955 fertiggestellt und soll mit seinen 237 Metern die Dominanz der Sowjetunion in den Satellitenstaat zeigen. Der Bau begann 1952 noch zu Lebzeiten von Josef Stalin, auf dessen Initiative der Klotz aus Sandstein errichtet wurde. Wie hier historisch die Wehrmachtssoldaten untergebracht werden sollten, ist mir schleierhaft. Aber ich muss sagen, dass mich diese Frage doch zum Schmunzeln gebracht hatte. Um den Gedankengang wieder gerade zu biegen: Den Kulturpalast haben polnische wie sowjetische Bauarbeiter errichtet. Sowjetisch heißt nicht nur russisch, sondern auch ukrainisch, weißrussisch oder auch kasachisch. Nebenbei, hinter dem Kulturpalast wurde im Herbst 21 ein Wolkenkratzer fertiggestellt, der höher als der Kulturpalast ist. Der Warsaw Tower hat damals seine Gesamthöhe von 310 Metern erreicht und ist so zum höchsten Gebäude Polens und der Europäischen Union emporgestiegen. Also ehrlich gesagt war mir auch nicht ganz klar, was der Fragesteller in dem Moment meinte. Ich habe versucht, mal ein bisschen so nachzudenken, okay, wieso kommt er jetzt auf Wehrmachtssoldaten nach dem Zweiten Weltkrieg? Ich habe jetzt nur einen ganz weiten Gedanken und vielleicht meinte das der Fragesteller damit, das weiß ich natürlich nicht. Aber es waren ja oder es wurden ja bis 1955 deutsche Zwangsarbeiter gehalten und vielleicht meinte das einfach der Fragesteller damit, das weiß ich natürlich nicht. Trotzdem eine wirklich sehr, in der Tat, skurrile Frage. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir noch eine sehr interessante Frage. Hat die Europäische Union die Rekonstruktion der Altstadt finanziert? Auf einer Tour durch die Altstadt wurde ich von einem aufdringlichen Gast mehrere Male gebeten zu erwähnen, dass die Europäische Union die Rekonstruktion der Warschauer Altstadt finanziert hatte. Wohlgemerkt, ich hatte vorab schon erläutert, dass die Altstadt schon 1956 fertiggestellt wurde. Nachdem ich der Person erläuterte, dass es die EU damals noch nicht gab, bekam ich nur zu hören, dass ich mich in großem Irrtum befände. Die EU gab es, aber sie hieß damals anders. Wie genau sie hieß, das erfuhr ich nicht mehr.
Ja, oder ich sag mal, jein, der Fragesteller hat nicht ganz unrecht. In der Tat gab es vor der EU eine andere EU, die hieß Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, was natürlich mit der heutigen EU gar nichts zu tun hat. Allerdings wurde auch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1957 gegründet oder 1958. Und ja, das würde dann ja gar nicht passen, wenn die Altstadt 1956 fertiggestellt wurde. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft damals bestand auch, ich glaube, aus 5 Staaten. Da war die Bundesrepublik Deutschland noch damals ohne der DDR, Frankreich, Holland, Belgien, Luxemburg und Italien, glaube ich. Und da war auch, glaube ich, Sinn und Zweck mehr eigentlich, wie er schon sagt, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Ich denke, da geht es eigentlich mehr, würde ich jetzt mal behaupten, Import, Export, um solche Sachen einfach zu erleichtern. Und das hatte dann weniger was damit zu tun, um irgendwelche anderen Staaten finanziell mit Geldern zu unterstützen. Will nicht ausschließen, klar, dass heute auch Geld nach Warschau fließt von der Europäischen Union, wie auch in alle Länder der EU, um da irgendetwas aufzubauen. Aber natürlich ist das auch totaler Mumpitz, wenn man jetzt sagt, die Europäische Union oder selbst wenn man jetzt sagt, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die es zu der Zeit gar nicht gab, hat die Warschauer Altstadt rekonstruiert. Schauen wir mal weiter. Wo sind all die Türken hin? An jenem sommerlichen Tag waren nicht viele Menschen im königlichen Łazienki Park, während ich auf die Gruppe wartete, sodass all in Ruhe wunderschöne Fotos knipsen konnte, kam ein Gast auf mich zu und fragte, wo sind eigentlich all die Türken hin? Sie können sich mein Staunen sicherlich vorstellen. In diesem Staunen fing ich sogar an, meinen türkischen Freund aus dem Ruhrpott zu vermissen. Doch ich besann mich und fragte, welche Türken sie denn meine. Nun war sie erstaunt über meine Gegenfrage und ergänzte, na, die Türken, die müssen doch auch hier sein. Sind die nicht überall? Dieses Gespräch wollte ich nicht weiterführen und war sehr erleichtert, als der Reiseleiter zum Aufbruch rief und ich die Personen entschuldigen musste. Aber leider müssen wir hier das Gespräch beenden. Naja, zu dieser Frage weiß ich nicht, was ich da jetzt sagen soll. Die ist wirklich ein bisschen merkwürdig gestellt. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Also wirklich sehr, sehr amüsante Fragen, teilweise. Also wirklich, mich würde wirklich interessieren, wie manche Leute auf manche Fragen kommen. Ich muss ja sagen, ich kriege auch manchmal das ein oder andere Merkwürdige gestellt oder mir wird auch manchmal etwas unterstellt oder und so weiter, Beleidigung und so weiter und so fort. Dann fragt man sich manchmal, wie kommen die Leute auf diesen Gedanken überhaupt? Aber naja, gehen wir einfach mal weiter. Wer hat denn nun die Stadt zerstört? Eine Stadtführung durch Warschau ist thematisch nicht immer einfach. Man kann die Stadt nicht ohne der Erwähnung des Warschauer Aufstandes und des Aufstandes im jüdischen Ghetto verstehen. Dahingehend habe ich sehr viel Glück, Deutsche und Polen in einer Person zu vereinen, da mir so die Möglichkeit gegeben wurde, in einer meiner Muttersprache auf Deutsch in meiner Heimat Warschau ein sehr schwieriges Thema aufzuzeigen und zum besseren Verständnis beizutragen. Doch eines Tages musste ich nach einer 3-stündigen Führung feststellen, dass ein Gast nicht wusste, wer die Stadt denn nun zerstört hatte. Hatte ich womöglich die ganze Zeit auf Polnisch gesprochen? Das ist natürlich eine Möglichkeit, das ist eine Alternative. Vielleicht hast du damals auf Polnisch gesprochen. Mich würde da auch interessieren, wie der Fragesteller auf diese Frage kommt. Naja, gehen wir mal weiter. Warum haben die Polen eine Mauer um das Ghetto gebaut? Warschau beherbergte 1939 einer der größten jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt. Nahezu ein Drittel der Bevölkerung waren Juden, in Polen meistens polnische Staatsbürger jüdischer Nation. Den Zweiten Weltkrieg haben von den 350.000 in Warschau lebenden Juden lediglich 5.000 bis 10.000 überlebt. Nachdem ich den Bau und Verlauf der 16 Kilometer langen Ghettomauer erläuterte, kam die erwähnte Frage, warum denn die Polen sich von den Juden auf diese Weise abgegrenzt hatten. Fehlte nur noch der Zusatz, wovon die Juden den Bau der Ghettomauer finanziert hatten. Ja, also mich würde da auch eigentlich
ich würde vielleicht sogar hier noch den Gedanken haben, dass das extra provokant gestellte Fragen sind, aus welchem Grund auch immer. Hier möchte ich auch mal vielleicht noch nebenbei so erwähnen an die polnischen Zuschauer. Ihr könnt mir glauben, dass das, wie hier erwähnt, wirklich nur ein ganz kleiner Teil ist. Vielleicht wirklich nur 1% der Menschen, die vielleicht so einen Gedanken haben oder vielleicht nicht ganz die Historie verstehen. Normalerweise, also so kenne ich das zumindest, in der Schule aus dem ganz normalen Geschichtsunterricht wird da schon ganz klargestellt, wie es damals war. Bei manchen Fragen fehlen dann natürlich dann die Worte und man weiß dann auch nicht, wie man dann darauf antworten soll. Aber auch da würde mich eigentlich mehr der Gedankenzug des Fragestellers interessieren, wie er darauf kommt. Schauen wir mal weiter. So, gibt es auf dem Land auch Internet? Hier bleibt nicht viel zu sagen. Es gibt hier Internet ziemlich viel und ziemlich schnell. In der U-Bahn, zu Hause, im Zug, im Auto, auf den Bäumen, in den Wäldern und sogar in Krakau. Lediglich bei der Grenzüberschreitung nach Deutschland gibt es leichte Schwierigkeiten. Ja, aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise auf dem Land ist manchmal das Internet schon schlechter wie jetzt in Großstädten. Und zum Beispiel, wo ich in der Region, das muss ich jetzt einfach mal nebenbei erwähnen, Białowieża war, da hatte ich überhaupt gar kein Internet, ich hatte kein Netz, man konnte mich selten anrufen. Also da in dieser Region ist wirklich das Internet grottenschlecht, da ist die Netzverbindung sowas von schlecht. Man muss aber auch sagen, es handelt sich um einen Urwald. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass sie natürlich da jetzt nicht überall einen dicken Funkmast hinbauen können. Aber normalerweise in der Regel ist das Internet wesentlich besser in Polen wie in Deutschland. Also das kann ich hier auch bestätigen. Ich habe hier kaum Internetausfälle und zum Zweiten ist das auch wesentlich stärker. So, dürfen Sie das überhaupt so laut sagen? Vor dem Präsidentenpalast angekommen, äußerte ich meine Meinung über den Präsidenten und die polnische Regierung. Überhaupt bin ich interessiert am politischen Geschehen in meinem Land. Also floss meine Rede im kritischen Ton dahin. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Opposition und die Opposition der Opposition und alles und jeder, den kritikwürdig ist, nicht auch kritisiert werden kann und wurde. Einige Gäste haben das Gefühl, man dürfe in Polen in der Öffentlichkeit nicht alles sagen. Doch da kann ich Sie beruhigen. Nicht nur dürfen wir hier alles sagen, ich behaupte sogar, dass wir hier viel zu viel sagen dürfen. Ja, also hier kann ich nur ganz klar sagen, hier in Polen herrscht Meinungsfreiheit. Also seitdem ich hier bin, kann ich im Prinzip machen, was ich will. Ich darf sagen, was ich möchte. Ich kann mir jetzt nur denken, was der Anthony damit meint. Wir dürfen hier sogar viel zu viel sagen. Das bleibt aber auch Anthony überlassen, welchen Gedankenzug er dabei hatte. Aber das ist auch vielleicht mit einem der Gründe, warum ich auch versuche, auf meinem Kanal Videos zu machen, um vielleicht auch das Land Polen den Menschen näher zu bringen und auch zu zeigen, dass es hier gar nicht ist, wie manche es vielleicht denken. Manche haben Polen vielleicht noch im Kopf, wie es vor 30 Jahren war. Da war natürlich hier die Situation eine ganz andere. Aber wenn es jetzt hier um Meinungsfreiheit geht, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich kann mich hier freier äußern, egal in welche Richtung, egal in welche politische Richtung, ohne kritisiert zu werden. Ist zumindest meine persönliche Meinung dazu. Gehen wir mal weiter. Zitat Anfang. Die Kommunisten haben die Juden mit christlicher Liebe umgeben. Zitat Ende. Das ist mit Abstand der skurrilste Satz in meiner ganzen Karriere. Ein Gast wollte, dass ich zugebe, dass es die Kommunisten waren, die die Juden gerettet, aufgenommen und ihnen ein neues Zuhause geschaffen haben. Naja, ich kann mir jetzt nur vorstellen, was da der Verfasser dieses Zitates meinte. Wahrscheinlich nach dem Krieg waren das ja die Sowjetunion, die mit dafür gesorgt hat, dass Deutschland den Krieg verloren hat, und vielleicht meint er das damit. Naja, das sind schon sehr, sehr kritische Aussagen. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen. Ihr könnt mir mal eure Meinung dazu hinterlassen, was ihr von diesem Zitat hält. Ich lasse das einfach mal so stehen und gehe einfach mal weiter. Warum gibt es hier so viele Autos? Diese Stelle übergebe ich gerne weiter. Was würden Sie antworten? Ich würde, glaube ich, spontan die Gegenfrage stellen, warum soll es hier nicht viele Autos geben? Ich wüsste nicht, was ich sonst sagen soll. Klar, kann man jetzt weitergehen. Warschau ist
die größte Stadt Polens, die grenzt an die 2 Millionen, ist eine Riesenstadt, ist die Hauptstadt. Ist doch klar, dass da viele Autos sind. Warum sollen nicht viele Autos sein? Also das wäre mein erster Gedanke. Aber auch da würde mich der Fragesteller interessieren, welchen Gedanken er dabei hatte, warum einfach nicht viele Autos in Warschau sein sollen. Sehr witzig, sehr, sehr witzig. Gehe ich mal weiter. So, was haben wir hier? Ich glaube, jetzt ändern wir. Jetzt enden wir schon. So, Sie scheinen mir ein Agent der Russen zu sein. Es gibt mittlerweile auch Verschwörungstheorien über meine Identität. Warum ich ein russischer Agent sein sollte, nachdem ich erzählte, wie ein russischer Zar vor dem polnischen König niederknien musste, ist mir ein Rätsel. Stellen Sie sich vor, Sie gehen nichts ahnend vor sich hin und plötzlich flüstert Ihnen jemand ins Ohr: Sie sind ein elender russischer Agent. Auf Twitter wurde ich schon beschimpft, von Zeitschriften wie Die Zeit oder Spiegel finanziert zu sein. Jemand warf auch Hitlers Mein Kampf in meinem Mein Warschau in einem Topf. Da scheint eine Russland-Paranoia bei Weitem nicht so schlimm. Okay, also das letzte, das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Ich muss sagen, dass mir auch, wie schon gerade erwähnt, sehr viele Sachen unterstellt werden. Mir werden auch Sachen an den Kopf geworfen und ich weiß nicht was. Also vielleicht kann ich auch mal ein Video darüber machen, was mir manchmal zugesendet wird, wie ich beleidigt werde. Ich halte mich eigentlich ganz selten mit solchen Sachen auf, aber das ist natürlich noch eine Nummer härter, noch eine Nummer krasser. Naja, okay, das waren auf jeden Fall die skurrilen Fragen. Besucht einfach mal die Seite Mein Warschau. Die ist eigentlich sehr interessant. Ich habe da auch mal das ein oder andere Mal drauf geschaut. Ja, da gibt es immer hin und wieder was Schönes zu lesen. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich aber wirklich sehr interessieren. Was hältst du von diesen Fragen? Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.